Hallo zusammen, willkommen zum neuen Tutorial. Heute sprechen wir darüber, was es für Unterschiede bei den verschiedenen Chow-Seitenverkleidungen gibt. Wir haben hier zwei verschiedene Seitenverkleidungen für die Piaggio Chow. Einmal das neuere Modell und einmal das ältere Modell. Wir sehen hier auf den ersten Blick kleine Unterschiede. Einmal hier diese Ausbuchtung beim neueren Modell, die das alte natürlich nicht besitzt, und die Anordnung der mittleren Schraube. Das sind so die größten Unterschiede. Ebenfalls beim älteren Modell eine kleine Aussparung hier für den Chock. Nun werde ich euch noch zeigen, wie ihr die Seitenschutzschrauben richtig montieren könnt. Wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Schrauben. Auf jeder Seite hat es je zwei lange und eine kürzere Schraube. Nun, wie verbauen wir das Ganze? Als erstes nehmen wir die Schraube, setzen die Feder auf und können diese nun schön nach dem Schlitz hier in der Seitenverkleidung ausrichten und einschieben. Und danach um 90 Grad drehen. Am besten geht das mit einem Schraubenzieher. So, nun ist die Schraube bereits verbaut. Ich werde gleich alle montieren. Die beiden langen Schrauben kommen auf die hintere und mittlere Befestigung drauf. Die kürzere Schraube kommt immer auf der vordersten. So sollte es dann aussehen, wenn es montiert ist. Nun können wir den Seitenschutz an einem Mofa befestigen, indem wir ihn aufsetzen und die Schraube nochmals um 90 Grad drehen. Nun werde ich euch gleich noch zeigen, wie ihr die Seitenverkleidungen montieren könnt. Zuerst schauen wir uns noch schnell die Unterschiede an. Hier haben wir ein altes Modell. Das ist zu erkennen an der mittleren Schraube, die hier leicht nach hinten versetzt ist gegen das neue Modell, die sie hier hat, wie ihr gleich sehen werdet. Außerdem haben wir hier den Chock, da ich die Aussparung schon angesprochen habe, und außerdem die verkürzte Tretwelle im Gegensatz zum neueren Modell. Ich habe jetzt hier noch schnell die Schrauben montiert und werde euch nun zeigen, wie ihr diese am Mofa befestigen könnt. Als erstes fahren wir hier beim Benzinhahn ein. In der Stellung zu geht das am besten. Danach können wir diese schön ausrichten und festziehen. 90 Grad, nicht weiter, sonst fällt die Schraube komplett raus. Nun ist der Seitenschutz montiert. Wie wir hier sehen, mit der kurzen Tretwelle wäre nun kein Platz mehr für die Ausbuchtung vom neuen Modell, und auch beim Chockhebel würde es nicht funktionieren mit dem neuen Modell. Hier beim neuen Modell sehen wir, die mittlere Seitenverkleidungsschraube ist hier nach vorne versetzt. Beim alten Modell war sie etwa hier. Und man sieht hier auch die verlängerte Tretwelle. Diese ist etwa 2 cm länger, um hier genügend Platz zu haben für die Ausbeulung, die der Seitenschutz hat. Die Montage erfolgte genau gleich wie beim alten Modell, indem die Schrauben nach 90 Grad gedreht wurden. Hier sehen wir nun auch noch die kleine Ausbuchtung. Der Grund, warum die Tretwelle hier länger sein muss, damit hier genügend Platz bleibt. Nun solltet ihr keine Probleme mehr haben beim Seitenverkleidungen montieren, egal ob altes oder neues Modell. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.